im Divan, glaube ich, ne? Im Divan Ja. Orchester, ja, 2012. Ich weiß noch, ich habe dich, glaube ich, angesprochen, wann wir in Paris waren, in Versailles waren. Du hast mir dann gesagt, ja, du bist halt im Orchester in München. Und ich Oh habe dann ja, gedacht, das erinnere ich und ich gedacht, mich. ja, es gibt viele Orchester in München, also ich hatte nicht genau. Und dann später hatte ich gehört, ja, der ist bei BR. Ah, bei BR, echt? Ich war damals 19 und ich war ein Student und habe geträumt, mal in einem Orchester eine schöne Stelle als Soloboist mit Glück zu kriegen. Und ich bin da gegangen und ohne große Erwartungen, weil klar, das ist der wichtigste Wettbewerb für uns. Dann Runde für Runde habe ich weiter geschafft und dann den ersten Preis gekriegt, konnte ich nicht glauben. Und es hat wirklich mein Leben von Tag zu Tag geändert. Also ich war danach eingeladen, Solokonzerte zu spielen. Auch gleich nach dem Preisträgerkonzert haben die Kollegen von Oboen-Gruppe im Sinfonieorchester mir eingeladen als Aushilfe. Es war so, dass die Stelle frei war von Solo-Oboe. Und ja, also von Student zu Profi in einer Woche. Also es war wirklich eine von den größten Änderungen, die man haben kann, glaube ich. Ja, und das werde ich nie vergessen. Bei mir war es ein bisschen anders. Also ich habe zweimal teilgenommen. Mein erstes Mal war 2009. Damals war das, ich fing gerade an mit Wettbewerb zu machen. Und ich war dann in zweiter Runde, aber nach zweiter Runde musste ich nach Hause. Da war ich natürlich sehr traurig. Aber dann habe ich gedacht, okay, in 7 Jahren ist es nochmal, ich komme wieder und dann möchte ich bis zum Ende da sein. Ich war dann auch schon hier im Orchester. Also für mich, das war einfach ein Ziel, das ich dann hatte, eigentlich seit dem letzten ARD, also die 7 Jahren eigentlich, hatte ich gedacht, oh, das wäre so unglaublich, auch das Halbfinale mit dem Münchner Kammerorchester zu spielen und Finale mit BR Sinfonieorchester. Für mich, also ich hätte nie davon träumen können und dann, wenn es dann so klappt, ja. Alle Leute fragen mich so, das muss schwierig gewesen sein, aber eigentlich, ich fand das eigentlich unterstützend. Also auch in den ersten Runden kamen immer wieder Kollegen zuhören. Ich habe einfach nicht daran gedacht, wann ich gespielt habe. Aber zum Beispiel im Finale, ich weiß nicht, wir waren auf der Bühne im Herkulessaal und es gibt immer Momente, wo man ein bisschen vielleicht etwas weniger geht und dann schaut man auf die Kollegen und dann hat man gleich wieder Lust. Und, also ich fand das etwas sehr Schönes. Ich hatte natürlich Jungenorchestererfahrung. Das hat mir schon viel geholfen, dass ich im Jungenorchester im Sommer, so einen Monat, ich habe bei dem West Eastern Divan gespielt oder im spanischen Jungenorchester gespielt. Und das gibt dir natürlich einen Background. Aber ich muss auch sagen, wenn man 20 ist, hat man nicht so viel Angst. Also ich würde jetzt vielleicht das ganz anders sehen. Aber mit 20, man möchte auch den Traum vorfühlen und ja, ich habe nichts zu verlieren auch gehabt. So. Ich habe natürlich auch viel gelernt von den Kollegen, aber ja, Angst habe ich nie gehabt. Aber ich glaube, dazu muss man sagen, also Ramon ist Natur pur. Also wenn jemand das so kann mit 20 im Orchester Solo Oboe, ja dann so jemand wie du. Aber ich glaube, das ist nicht so ohne. Also er sitzt jetzt so locker, ja. Aber Ja, ich finde, für solche Positionen muss man einfach irgendwie die richtige Persönlichkeit haben und ja, einfach nicht so viel denken auch. wenn man Musik lernt, das ist ja Sprache, das lernt man bis seinem Tod. Aber diese Wettbewerbe sind so Zwischenziele, wo man hinarbeiten kann. Für mich
ich habe auch die Wettbewerbe benutzt, einfach um Repertoire aufzubauen. Also jeder Wettbewerb ist ein bisschen anderes Repertoire. Und eigentlich schon ziemlich schnell nach einigen Wettbewerben hast du ein Repertoire, das du überall benutzen kannst. Und dann kannst du anfangen, die Stücke auszutauschen. Und auch ja, für Kontrabass, es gibt, also viele Solokonzerte gibt es nicht. Also bei Oboes schon mehr. Und mit diesen Wettbewerben, erstens, wenn es gut läuft, dann kriegt man welche Konzerte. Aber auch diese Wettbewerb, ja, in 4 Runden hat man quasi 4 Auftritte. Das ist schon toll, wenn man die Musik, die man liebt und die man gerne spielt, dass man das auch auf der Bühne machen kann. Und diese Wettbewerbe sind eine ganz gute Sache dafür. Also ich habe einen Wettbewerb noch gemacht, Markneukirche, und dann habe ich 4 Jahre Pause gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt zum Schluss, ich mache noch 3 Wettbewerbe. Das war dann der Deutsche Musikwettbewerb 2005. Dann war ich gerade im Orchester und dann den ARD und dann Bottesini als Abschluss. So. Und ich bin noch immer sehr froh, dass ich es so gut abschließen konnte und noch immer sehr froh, dass es alles vorbei ist, dass ich nicht mehr machen muss.